1,5 Wochen sind vergangen, da haben wir beim Mo das Frontsystem schon installiert. Wir haben auch eine Endstufe reingemacht, wir haben unser Autoradio schon drin. Was wir jetzt im Teil 2 machen, ist der komplette Kofferraumausbau. Zwar kein Show-Einbau, aber ein Einbau, der im Prinzip fast den ganzen Kofferraum irgendwie in Anspruch nimmt, aber alltagstauglich. Und jetzt zeige ich euch, was wir alles noch in den Kofferraum einbauen und überlegen uns ein kleines Konzept, wie wir das genau machen. Mo, wir haben ja letztes Mal dein ganzes Frontsystem einbaut und haben das im Prinzip nur pauschal mal reingelegt, damit dein Frontsystem sich einspielen kann. Wir machen jetzt im Prinzip nochmal alles raus, weil mir jetzt natürlich da 2 30er Woofer, 2 Endstufen, 2 Kondensatoren und einen Soundprozessor mit installieren müssen. Und insofern fangen wir einfach mal an, alles zu deinstallieren. Wichtig, wenn man was abschließt, ist es eigentlich grundsätzlich zum Kennzeichnen, um welches Kabel es sich handelt, gerade bei so Vollaktivanlagen, wo einfach ein Haufen Lautsprecherkabel laufen und wir zum Schluss gar nicht mehr wissen, welches Kabel habe ich jetzt eigentlich für was verwendet. Wir haben uns natürlich irgendwann mal Gedanken gemacht, haben entsprechend die Kabel ausgewählt, aber damit es einfach auch in der Werkstatt oder wo es mal deinstalliert werden muss, du musst schön kennzeichnen, hier in dem Fall für TT für Tieftöner, HT für Hochtöner und MT für Mitteltöner. So oder so ähnlich wird der Aufbau unseres Kofferraums ausschauen. Die Anordnung ergibt sich eigentlich automatisch durch das, dass wir die Woofer natürlich irgendwie mit dem Reserverad in Verbindung bringen müssen, weil wir das Volumen brauchen. Und das Ganze wird jetzt dann auch noch ein bisschen höher kommen und wird alles in einem Boden eingelassen, somit dass wir zum Schluss eine große gerade Fläche haben. Die wird aber ziemlich weit oben hier sein. Da wird man aber von der Anlage gar nichts mehr sehen. Und wenn wir ein Brett rausnehmen, kommt drunter die Anlage raus. Und insofern müssen wir jetzt erstmal schauen, wie viel Volumen wir zur Verfügung haben, wie wir die Kisten bauen müssen, damit wir die Woofer als allererstes mal richtig positionieren, um dann rechts und links die Endstufen anzudocken. Jetzt schauen wir nach dem Volumen. Wir visualisieren jetzt nochmal alles an unserer schönen Schultafel und dann zeichne ich mal jedem auf, was wir jetzt eigentlich konstruieren. Und zwar, wir haben jetzt den Kofferraum, ich probiere es mal so ein bisschen in 3D-Ansicht hinzubekommen. Der schaut ja im Prinzip so aus von der Fläche her und dann haben wir jetzt hier irgendwo unser Reserveradmulde und die geht so ein bisschen so zusammen. Was wir jetzt machen, ja genau, die geht dann unten, das ist praktisch der Boden, der letztendliche, und da ist das Reserverad, wo man so festschraubt. Wir bauen jetzt eine Kiste aus Holz, die im Prinzip die Grundmaße hat. Das ist jetzt alles ein bisschen scheps, das soll eigentlich 3D darstellen. Wo nachher nur die Magnete versenkt sind. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip eine Kiste, ich habe jetzt ausgemessen, die maximale Tiefe, wo wir da dran haben, sind 12 cm. Das heißt, wir bauen einen Rand mit 12 cm. Ich weiß nicht, ist das jetzt noch irgendwie zu erkennen? Ja, so ähnlich, oder? Das ist auf jeden Fall die Holzkiste mit dem Boden, wo nachher das Loch ausgesägt ist, dass wir noch ein bisschen tiefer runterkommen. Dann machen wir nachher nur wieder eine Holzplatte oben drauf zum Schluss. Die wird dann richtig verschraubt und verklebt, dann ist die wieder dicht hier. Aber ich habe im Prinzip die Kuhle ausgenommen, wo nachher das Ganze drin liegt. Und jetzt werden wir eine Platte machen, die über das ganze Ding hier drüber geht. Und das ist jetzt praktisch der Boden vom zweiten Gehäuse, das wir jetzt hier aufsetzen. So. Und da kommt nachher wieder ein Deckel oben drauf über das Gesamte, wo wir jetzt hier den Woofer einmal reinbauen und ein zweites Mal, wo der Magnet praktisch hier unten drin hängt. Und hier haben wir jetzt praktisch das erste Volumen. Das wird wahrscheinlich im Endeffekt so irgendwelche 15 bis 20 Liter haben. Wir brauchen aber für beide Woofer 60 Liter. Pro Woofer ungefähr 30 Liter, 31, 32 Liter. Und das restliche Volumen, das holen wir uns hier oben. Und je nachdem, wie hoch wir eben den Rand vom oberen Gehäuse machen, umso mehr oder weniger Volumen bekomme ich halt. Und zum Schluss machen wir die Endstufen. Hier haben wir dann praktisch einen Spalt bis zur Außenwand vom Kotflügel und hier legen wir nachher die Endstufen rein. Da machen wir halt eine Halterung hin, damit die so ein bisschen schräg drin sind, damit es auch ein bisschen cool ausschaut.
Und dann liegen die da nur noch so drinne. Und die Verkabelung läuft auch alles unterhalb oder halt unterhalb von diesem ganzen oberen Deckel, wo der Woofer nachher drin ist. Und dann machen wir nochmal einen Deckel oben drauf, der das Ganze nachher eben abdeckt, wo das nachher richtig sauber ausschaut. Dann sieht man auch keine Kabel in dem Moment, sondern nur die einzelnen Komponenten. Schaut natürlich geil aus. Und dann machen wir noch einen Deckel, der praktisch das Ganze abdeckt, wo wir eben hier Löcher drin haben, wo das Ganze durchatmen kann, von den Woofer her und das Fahrzeug einfach alltagstauglich macht. Du kannst also Bierkisten draufstellen, egal wie. Du bist, wie es gewohnt bist von deiner bisherigen Einrichtung im Fahrzeug. Und wenn du halt irgendwo bist, wo du sagst, jetzt schau mal, was ich da im Kofferraum drin habe, nimmst den Deckel, nimmst den komplett raus, stellst ihn auf die Seite, alles ist total geil und ist sauber aufgelöst, oder? Ist das... Perfekt. Ja? Also an die Arbeit. Wir haben jetzt die Teile für die Basskiste im Kofferraum zusammengesägt und jetzt kann man mal hier kurz exemplarisch zeigen, wie das nachher ausschaut. Wir haben hier unser Loch nachher drin für dieses, was in der Mitte vom Reserverad noch drin ist. Das machen wir dann ganz zum Schluss wieder zu. Jetzt haben wir hier unsere ganzen Außenteile, die entsprechend jetzt dann der Marc verschraubt und verklebt richtig. Dann kommt die untere Bodenplatte oder die mittlere hier drauf, die nachher praktisch die eigentliche Höhe vom Kofferraumboden hat, wo nachher ein großes Loch drin ist, damit man das praktisch als Korpus zusammen hat. Und dann haben wir unsere Außenteile von dem oberen Gehäuse. Die werden nachher so rum montiert. Und das ist nachher wiederum die Platte, die auf alles drauf kommt. Und wo nachher zwei große Löcher für die zwei Woofer reinkommen. Und dann haben wir eigentlich unseren Korpus, unsere 60 Liter für unsere zwei Woofer beieinander. Die Kiste ist soweit fertig. Und jetzt machen wir da kleine Detailarbeiten. Und zwar, wenn da jetzt zwei Woofer drin sind, wir haben hier relativ große schwingende Fläche, die werden wir ruhig kriegen müssen. Und zwar, indem wir innen drinnen noch Keile reinmachen, damit diese großen Flächen eben nochmal stabilisiert werden. Die kleben wir jetzt nochmal richtig mit rein, mit Pronal, das hält wie Atze. Und dann kann das weniger schwingen. Und weil natürlich auch die Fläche hier zwischendrin auch relativ knapp ist, nicht, dass da irgendwann mal was reißt, aber dem geben wir eins voraus. Und wir werden noch zusätzlich die Basskiste innen drin abdämmen, falls doch noch irgendwo gewisser Luftspalt übrig bleibt, damit die Kiste wirklich dicht ist, weil das ist eine geschlossene Kiste. Geschlossen heißt sie deswegen, weil das Gehäuse wirklich dicht und geschlossen sein soll. Und da spielen die Woofer richtig geil knackig nachher drin. Oder noch mehr drehen. Ein Stückchen. So, dann lassen wir es auf der Seite am besten auch noch runter. So, mit Sprühkleber einsülzen. Und zwar einmal den Filz. So, Ende. Und einmal unseren Corpus Delicti. So.
Im feuchten Zustand, warte mal, wir müssen so rum drauf. Direkt drauf. Und blasen und faltenfrei auftragen. Voila, eine Basskiste, die jetzt ins Auto kommt. Jetzt müssen wir bloß die Sitzbank wahrscheinlich auch noch ein bisschen umklappen. So, gut. Ja, also wenn die jetzt passt. Oh, jetzt haben wir eins nicht mehr geschaut. Wir Idioten. Wir Idioten. Und was haben wir für ein Glück? Was für ein Dusel auch noch. Ha? Da hinten brauchen wir gar nichts mehr abschließen. Da habe ich noch gesagt am Anfang. Müssen wir aufpassen. Und jetzt haben wir da natürlich eigentlich ideal alles beieinander. Ja, das schaut doch sauber aus, oder? Super. Also fürs Erste. Jetzt haben wir noch was ganz Schickes. Und zwar, wir bauen ja noch 2 Rockford Power Caps ein. Und damit die im quasi Show-Zustand auch wirklich gut sichtbar sind, haben wir da jetzt ein kleines Schuhkästchen gebaut, wo der Cap nachher drin ist. Und da kommt jetzt hier nachher die Adapterplatte drauf. Und der Cap, der ist jetzt einfach bloß passgenau hier drin und liegt nachher hier einfach sauber drin. Die Kabel können rechts und links eben raus. Und damit wird das nachher alles schön schwarz ausgekleidet und schaut im Endzustand bestimmt ganz lecker aus. So, jetzt sind wir ja schon ganz schön weit. Und zwar haben wir jetzt unsere Seitenstege jetzt auch schon drin. Die ganze Basskiste ist eigentlich schon fertig installiert drin, die wir bereits bezogen haben. So schaut also nur der Unterbau aus, also auch schon recht ordentlich. Wir haben die Seitenteile hier aus Holz entsprechend angepasst. Hier sind nachher die Kondensatoren drin, wie hier bereits schon einer drin liegt. Und eine Endstufe kommt hier ebenfalls an der Seite rein. Wo haben wir denn eine Endstufe? Dankeschön, das ist die 1800, die kommt hier rein. Die kommt jetzt nachher an der Seite hier so rein und bekommt hier natürlich eine tolle Halterung. So, ist ein bisschen eine knappe Geschichte. Und so liegt die nachher an der Seite drin. Und auch drunter eben mit dem schwarz matt lackierten Holz schaut es eigentlich schon ganz ordentlich aus, fast so wie wenn es so gehören wird. Wir bauen gerade die Abdeckplatte, die sozusagen der eigentliche Show-Einbau ist, weil wir eben nur verschiedene Sachen aussparen, um die einzelnen Komponenten sichtbar zu machen, wo dann zum Schluss wieder eine komplette Abdeckplatte drauf kommt, um alles dicht zu machen. Ja, und das ist halt einfach ein bisschen eine scheiß Anpassarbeit, weil es gibt nichts Fertiges, wo du eine Schablone hast, also musst du dich da langsam antasten, Konturen nacharbeiten. Man kann zwar die Bodenmatte zum großen Teil verwenden, aber dadurch, dass mir die Bodenmatte liegt natürlich ganz unten und jetzt kommen wir mit der ganzen Bodenmatte weiter nach oben und schon haben wir ganz andere Konturen, die wir gerade eben noch hatten und deswegen gibt es da kein Grundrezept, sondern einfach Scheiße anpassen. Ja, schneiden wir halt mal noch ein bisschen was weg. Passt noch gar nicht. Also wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen was weg, weil hier ist es alles schon hart. Das heißt, da müssen wir einfach am Holz noch was wegnehmen. Und wenn wir nachher einen Filz drunter machen, also hier zum Beziehen, der Filz, der deckt nachher noch ganz viel ab. Also man kann hier nachher problemlos mit einem leichten Spalt arbeiten. Wenn der Filz mal drauf ist, sieht man danach gar nichts mehr. So, und wir ziehen jetzt einfach nochmal hier das Ding nochmal weg.
Dann kommt das ganze Ding ein bisschen weiter rüber und dann müssten wir eigentlich ziemlich nah am Ergebnis sein, würde ich sagen, oder? Juhu! Da muss noch ein bisschen was weg. Dann muss hier noch ein bisschen was weg. Auf ein neues. Da ist es schon noch relativ knapp. Also hier könnte man von der ganzen Kontur nur ein ganz kleines Stück wegnehmen, weil nachher, wenn der Filz drauf kommt, da tragen wir 2 mm pro Seite auf und dann tun wir uns richtig schwer, das ganze Ding rauszumachen. Und es soll ja auch, ich sag mal, im Alltagsgeschäft, naja gut, das tust du ja eigentlich nur raus, wenn du wirklich an die Anlage musst. Ja. Die andere Platte, die fällt auch gar nicht so groß aus wie das Ding da dran. Aber man sieht jetzt schon eigentlich, dass das alles sehr alltagstauglich wird. Ha? Hey, jetzt flutscht das Ding. Mein Gott, mein Gott! Nein, du darfst mich auch Andi nennen. Das ist ja schon fast. Schau mal das an. Hier drüben ist es noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber. 16,1. 48,6. Das ist der Mittelpunkt. Und jetzt geht es darum, dass wir den. Zweiten Woofer. Ja, der ist da hinten irgendwo. Ich bin ja relativ weit oben noch. Schau mal, wo der Woofer ist. Ja, du musst Also der ist. Ich muss den klein machen. Ich muss den Ausschnitt muss ich relativ klein machen, dass man im Prinzip alles sieht. Aber ich darf nicht verwechseln, ich habe einen Blickwinkel. Das heißt, ich sehe irgendwo von der Membran nichts oder von der Sicke und von der sehe ich auf einmal alles. Das heißt, ich muss eigentlich nach hinten gehen mit einem kleineren Durchschnitt. Wenn, dann schaut es geil aus, wenn ich die Platte hier auf dem Punkt auflege. Dass das genau hier ausgeschnitten ist. Weil dann habe ich den Effekt nicht, dass wenn ich jetzt den Punkt, wenn meine Platte weiter oben ist, dann kriege ich eine Perspektive rein. Und die Perspektive ist bei 0, wenn es aufliegt. Also probieren wir lieber mit dem Ding weiter runter zu kommen, um auf der Platte aufzuliegen. Und das wollte ich jetzt gerade eigentlich machen und wollte es einfach unter die Platten. Momentan ist die Platte hier aufgelegen, auf den Teile hier. Und wenn wir das wegmachen, Schraubenzieher brauche ich, Flex, Säge. Also dann probieren wir mal, wie das ausschaut, wenn der Woofer mal ausgeschnitten ist. So. Oh Mann, das ist eine Fummelei bis da, ne? Der haben wir gesagt, der kommt da drüber. So, und jetzt haben wir nämlich, ja, im Prinzip passt's. Es passt sogar, obwohl wir jetzt den aus dem, obwohl wir eigentlich die 1,5 cm nochmal rübergegangen sind, passt so. Also, it ganz, aber das war auch nicht der richtige Abstand. Aber im Prinzip ist jetzt klar, um was es eigentlich geht, oder? Jetzt kommen wir noch zum kleinen Feinschliff. Wir sind hier auch gar nicht so weit von der Sicke entfernt, wie ich dachte gerade eben noch. Ja. Weil das ist im Prinzip jetzt, wir müssen die Sicke freilegen, weil sonst schlägt die natürlich oben an. Insofern muss der Kreis nur, jetzt würde ich mal sagen, Stück für Stück größer gemacht werden. Wenn da Filz drauf ist, dann ist es sowieso von der Kontur her nicht ganz so tragisch. Und man kann sich jetzt langsam hintasten. Es wird nachher auf jeden Fall geil ausschauen, egal wie man da noch genau oder ungenau arbeitet. Aber im Prinzip könnte man, hey, das passt im Prinzip schon. Also wenn man das jetzt so anschaut, das ist nochmal 1 Zentimeter. Man müsste nicht ganz so weit rüber. Aber du hast halt nachher das Problem. Das Problem besteht aber immer, wenn du von hinten in den Kofferraum reinschaust und du hast irgendwo einen Abstand zu irgendwas, dann siehst du irgendwo unten rein und das schaut halt aus, wie wenn du dich vertan hättest beim Machen. Dabei stimmt es ganz genau, die Perspektive ist halt eine andere. Aber das ist egal, der Mo hat jetzt schon alles aufgeräumt, heute machen wir Feierabend, gell? So schaut's aus.
Tag Nummer 3 bei AS24.com. Wir bauen immer noch am Mo seinem Spezialeinbau rum und wir sind auch ziemlich weit schon. Also eigentlich ist es bloß Tag 2,5, weil wir haben heute nur einen halben Tag gemacht. Und so schaut unser Kofferraum jetzt momentan aus. Die Endstufen haben wir schön an der Seite hier positioniert. Die Rockford-Caps sind auch in den Ecken drin. Den Mosconi 628-Prozessor haben wir da dran und wir haben unsere Woofer hier schön installiert. Was wir jetzt natürlich brauchen für den kleinen Show-Effekt, da hat der Olli in die Trickkiste gelangt. Und ich glaube, jetzt habe ich 2,5 Stunden gebraucht, oder Mo? 2,5 Stunden für diese Platte, weil das schaut so einfach aus, aber hier muss natürlich in allen Ecken und Enden angepasst werden und nochmal nachjustiert und wieder nachgeschnitten und geschliffen. Und die schaut jetzt folgendermaßen aus. Zeige ich euch gleich, warum diese Teile hier nochmal mit unten dran sind. Weil, wenn wir jetzt die da reinheben, die packen wir jetzt mal hier rein. So. Dann schaut es nämlich jetzt so aus. Und wir haben jetzt hier den Ausschnitt für die Bezeichnung von den Endstufen, von den Rockford Caps. Dann sieht man das, sieht man, was drunter ist. Und jetzt haben wir hier genau den zweiten Ring unten drunter, damit man nicht unter den Woofer reinzieht. Jetzt haben wir hier einen richtig sauberen Abschluss dran. Und schaut natürlich dementsprechend geil aus. Auch die ganzen Konturen sind jetzt genau, passgenau dran. Jetzt kommt dann noch der Nadelfilz drauf und unten drin machen wir noch eine LED-Beleuchtung rein, hier unten rein und hier unten rein und eben das gleiche nochmal auf der Seite drüben. Und dann schaut es arschgeil aus. Zur Verfeinerung der Oberfläche machen wir die Kanten an diesem Ring, wo man nachher in den Subwoofer guckt, einfach noch rund. Das machen wir mit einer Oberfräse, mit einem großen runden Aufsatz, der praktisch genau die Kuhle mit dem Anlaufring hier wegmacht. Das heißt, ich habe hier einen Anlaufring, da kann eigentlich gar nicht mehr passieren. Und wir ziehen jetzt einfach eine Nase oder eben eine Falz einmal komplett außen rum und das über die 2 Ringe. Und dann schaut es nachher aus, wenn wir den Bezugsvlies drüber machen, richtig schön rund und angenehm so. Und jetzt kommt der Mo mit dem Staubsauger und los geht's. Anschalten, raufi. Ab geht's. Jetzt geht's mit Wirth-Kraftsprühkleber ans Beziehen der Heckbodenplatte. Da machen wir jetzt als erstes den Akustikstoff voll. Dann können wir die Oberseite direkt oben drauf legen mal. Da verklebt sich nichts von alleine. So, und dann tun wir mal die ganze Oberfläche einsprühen. Es geht jetzt im ersten Moment auch wirklich nur um die Oberfläche an sich und das, was schräg ist, wie unsere schrägen Kanten hier, wo wir gemacht haben. Und hier brauchen wir auch gar nicht warten lange, sondern beim Nadelfilz ist es wirklich so, der atmet so aktiv von unten raus. Da können wir das Brett jetzt ganz einfach nehmen und entsprechend drauflegen. Mittig, fertig. Und jetzt machen wir von der anderen Seite die inneren Teile, dass wir da genügend Stoff drin haben, genügend Kleber und natürlich auch die ganzen Ränder, weil hier umlappen wir alles. Und dann kann man den Filz tatsächlich richtig ziehen. Dann geht der in die ganzen Ecken hier rein und kann angezogen werden. Und wir haben gar keine Schnittkanten mehr nachher. So, und jetzt können wir auch direkt nach innen reinlappen und hier alles anziehen und mal richtig ranreißen. So, jetzt habe ich bis hier noch nicht mal geschnitten,
und habe einfach den ganzen Filz innen reingezogen und schneide es nachher ab, den ganzen Rand. So. So schaut das aus. Es bedarf etwas Kraft, aber umso geiler schaut es natürlich nachher aus. Und was machen wir jetzt? Jetzt schneiden wir unseren Rand mit circa, einmal weg. Den schneiden wir jetzt in circa 2 bis 3 cm Randabstand. Schneiden wir das Ganze ab. Dann schaut es nachher so aus. Da sieht man jetzt schon, wie gut der Kleber schon klebt. Kraftsprühkleber von Würth gibt es übrigens bei uns im Webshop. Und der Sprühkleber, das Zeug ist echt geil. An sowas würde ich auch nicht sparen, weil sowas klebt man hoffentlich nur einmal und dann bleibt es da, wo es ist. Und von dem her lege ich da großen Wert auf gute Qualität. Und damit hätten wir jetzt erstmal den Rahmen an sich geschnitten. Wie macht man jetzt solche Einschnitte, damit man nachher nicht irgendwelche Falten oder irgendwie sowas bekommt? Da machen wir jetzt Folgendes. Wir drücken den nochmal weg, dann dehnen wir den und ziehen nochmal nach. Jetzt habe ich natürlich schon viel mehr Luft drin. So, ja, jetzt habe ich praktisch das hier schon fast alles beieinander und bin schon ganz oben. Und jetzt schneide ich das von unten nochmal auf. Und kann mir da mein... So. Und das kann ich jetzt ziehen, wie ich es brauche. Schneiden wir den hier noch mal ein bisschen an. Dann kommt der schon ganz rum. Wichtig ist bloß, dass wir nicht weiter einschneiden, als man nachher einfach von oben aus sieht. Wenn man den Schnitt sieht, dann schaut es natürlich schon wieder mal blöd aus. Wir sind ja Profis, also machen wir das so, dass es nicht blöd ausschaut. So, ziehen, ziehen, ziehen. Jetzt habe ich den Filz hier über die Kanten drüber hinweg. Man wird also da nachher nichts mehr sehen. Und jetzt schneiden wir hier nochmal was ein, ziehen den rum. Fertig. So. Und das gleiche gilt natürlich für alle anderen Sachen. Bei den großen Sachen ist dann einfach so, schneiden wir halt hier mal ein Kreuz rein. Und dann drücken wir mal alles langsam hoch. Durch das, dass es oben rund geschnitten ist, haben wir hier eh mehr Material zur Verfügung. So, von oben schaut es dann mal so aus. Aber wir können eigentlich alles direkt von unten machen. Und dann schneiden wir es halt hier wieder ein bisschen ein. Aber eben nie ganz bis zur Kante runter. So, und damit können wir den dahin ziehen, wo wir ihn brauchen. Vielleicht auch ein paar so Laschen ein bisschen länger stehen lassen. Weil letztendlich halten die ja das ganze Konstrukt. Wenn ich es also zu knapp absäge oder abschneide, dann verliere ich an Klebekraft. Und dann schaut es so aus. Und das können wir jetzt mal spaßeshalber auf die Sachen drauflegen. So. Und Probe aufs Exempel.
Na, fürs Erste schaut es doch mal gar nicht schlecht aus. Ha? Man kann alles schön erkennen, die Rockford-Labels. Das ist drauf